Minuten hat er im Laufe des Tages heute schon an jedes dieser 18 Menschenrechte des Kataloges seinen Raum gehabt. Vorstellbar wie ein Prisma, dass jedes Einzelelement des ganzen Kataloges einmal als geboten hat, um es besonders zu würdigen. Und natürlich entfalten diese Menschenrechte ihre gesamte Kraft, erst wenn sie im Kontext erscheinen. Weil das ist ja die Vision, die dahinter steht, dass da eine Sphäre eines gesellschaftlichen Zusammenlebens weltweit entstehen kann, in dem ein Mensch dem Menschsein würdiges und dem Menschen würdigendes Zusammenleben möglich wird. So freuen wir uns darauf, dass das heute Abend jetzt nochmal in der Zusammenschau für alle erlebbar wird. Und so freuen wir uns auch, dass wir unseren Oberbürgermeister heute Abend begrüßen dürfen, Herrn Gott-Lamberg. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Jetzt ist das vor uns gehört zweierlei. Es gehört der Vorlauf dazu, in dem Claudia Stillmann unheimlich viele Menschen und Initiativgruppen angesprochen hat und beworben hat und Mitwirkung an diesem heutigen Tag. Allein das hat ja schon Gedanken freigesetzt und ausgelöst bei der Frage, wie setzt es denn um, was da auf mich zukommt. Und herzlichen Glückwunsch, Claudia, du warst erfolgreich und hast das Programm heute zusammenstellen. Und ganz herzlichen Dank auch für diesen Einsatz, der dahinter steht. Zum Vorlauf gehört dann natürlich auch der Nachteil. Da komme ich wieder an Bürgermeister zu sprechen, denn es wird auch darum gehen, wie das, was wir heute hier sehen und erleben, Auswirkungen haben kann im Zusammenleben unserer Stadt. Und da betrachten wir Sie, liebe Herren, als den Repräsentanten der Eintracht und der Einheit einer Stadt, die sich gerne dahin entwickeln möchte, dass sie eine Sphäre den Menschen würdigender gesellschaftlicher Zusammenseins entfalten kann. Sie sind Repräsentanten und Sie sind Schirmherr sozusagen dieser Entwicklung. Und wir wissen, dass Sie sich auch vom Herzen vorantreiben. Und so freuen wir uns, dass Sie gesagt haben, Sie eröffnen heute Abend mit einem Grußwort. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne das Wort erteilen. Ja, danke schön, lieber Superintendent Martin Kloth, liebe Anwesende, liebe Mitwirkende. Ich freue mich, hier zu stehen. Ich freue mich deshalb, weil es etwas Besonderes ist, hier heute zur Konzertperformance des Katalogs der Menschenrechte die Eröffnung zu machen. In dieser Form ist der Katalog der Menschenrechte in Europa noch nicht aufgeführt worden. Es ist eine europäische Erstaufführung und das hier in Europa. Ich bin wie Sie alle gespannt, was wir heute Abend sehen und erleben werden. Es ist allerdings auch noch nicht allzu lange her, dass der Begriff Menschenrechte bei der Sprache das an immer nur im Zusammenhang mit Berichten aus fernen Ländern fiel. Aus Ländern, wo wir Diktaturen oder Diktatoren haben. Heute finden unvorstellbare Menschenrechtsverletzungen selbst in unserer unmittelbaren geografischen Nachbarschaft statt. Da stellt sich die Frage, was es mit den Menschenrechten ausdrückt. Wer hat diesen Begriff erfunden? Welche Rechte sind ihm konkret zugeordnet? Steve Heitzig aus den USA hat sich der Aufgabe gestellt, insgesamt 18 der allgemeinen Menschenrechte aus der Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 künstlerisch und musikalisch zu betrachten und zu illustrieren. Das besonders Großartige daran finde ich, dass sich heute ganze Vereine, Musikgruppen, Institutionen und Einzelpersonen aus der ehemaligen Stadtgesellschaft darauf vorbereitet haben, alle diese in der Komposition zitierten Rechte hier in unserer Johanneskirche aufzuführen und erlebbar zu machen. Wie gesagt, Europa hat es noch nicht geschafft. Jeder schaut. Wir werden hier heute erleben können, wie sehr die allgemeine Menschenrechte mit den Wertemaßstäben unseres Grundgesetzes und auch unserer christlichen Werte übereinstimmen. Ich wünsche Ihnen allen
allen viel Spaß, egal ob Sie Besucher oder Redner sind. Bitte.
wunderschönen guten Abend. Die Gera Tafel bedankt sich ganz toll für die Spenden, vor allen Dingen die Bedürftigen, weil das ist ja den Bedürftigen zugesprochen. Und sie sollen sie auch bekommen. Vielen, vielen Dank.
1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau? Versteht man, versteht, stehen, ständig stehen, stehen versteht, versteht Geschlecht, versteht Unterscheidung, versteht Geschlecht, Unterscheidung, scheidet verstehen, verschieden, verschoben, verdreht. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung. Schließt aus, ausschließlich, schließt zu, beschränkt, schränkt ein, begründet, starken, beschränkt. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, gezielt verfolgt, Folge um Folge getroffen, verfehlt. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann berechtigt, gleich, machtvoll, Vollmacht. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung erkennt Kenntnis haben, voneinander erkennen, kennt an. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung in Anspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte, schöpfen, üben, Atem, aus, ein. Nach dem Artikel 1 steht der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Begrenzung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung in Anspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau, Mutter, Tochter, Schwester, den Grund, den Ursprung, den Grund. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge und zum Ziel hat, die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung in Anspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau, ungeachtet ihres Familienstandes. Wo du auch hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Beruht Resolution. Nach dem Artikel 1 versteht man unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung und Beschränkung, die zur Folge und zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung in Anspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau, ungeachtet ihres Familienstands, im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich. Reich, jedes Reich. Nach dem Artikel 1 steht unter der Diskriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass diese auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann begründete Anerkennung in Anspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau, ungeachtet ihres Familienstands, im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Versteht.
Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest des Grundschulunterrichts und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden. Der Hochschulunterricht muss allem gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. Lex
ganz neuen Wuchs. Wir haben viel mehr Tauben leicht. Jedes Frühjahr müssen über die musikschönen Straßen geholfen werden. Und die weiße Elster braucht immer mal eine Einigung. Ja. Da brauchen wir eure Unterstützung. Macht mit! Die Flaggen haben eine Bedeutung und stehen für verschiedene sexuelle Orientierungen. Die Regenbogenflagge repräsentiert die LGBTIQ+-Community. Entworfen wurde sie 1978 für den Freedom Day von Gilbert Baker. Sie soll das Symbol der Hoffnung sein und auch die einzelnen Farben haben für den Künstler eine Bedeutung. Rot steht für das Leben, Orange für die Heilung, Gelb zeigt die Sonne, Grün steht für die Natur, Blau die Harmonie, Lila symbolisiert die Spiritualität. 2018 wurde die Flagge redesigned und inkludiert nun mit dem braunen und schwarzen Streifen auch Ekelhaftfarben. Auch die UN-Menschenrechtskommission verwendet die Benutzung LGBT in ihrer Kampagne UN Freedom. In Deutschland nennt das Regenbogenportal des Bundesfamilienministeriums die Abkürzung LSBT oder LSBTI. In dem folgenden Lied, was ich spielen werde und wozu ich Sie einlade, mitzusingen, kommt das Wort Stonewall vor. Der Stonewall-Aufstand ereignet sich 1969 in dem Stonewall Inn in der Christopher Street in Mid-Manhattan oder Lower Manhattan. Nachdem willkürliche Razzien in Bars der Homosexuellen stattfanden, ließen sich die Barbesucher dies nicht mehr länger gefallen und haben 3 Nächte dafür gekämpft. Es gab einen Aufstand und seit dem 28. Juni 1969 steht dieses Datum für den Grundstein der Christopher Street Parade, die für die Gleichheit und gleiche Rechte der Menschen gelten. Vorgestern, am Freitag, war im Wiesbadener Kurier, ich komme aus Wiesbaden, habe ich nicht gelesen, ein Artikel zu lesen, wie die LGBTQ+-Bewegung nun auch zur ökonomischen Spielwiese geworden ist. Große Firmen werben mit mehr oder weniger Erfolg und Seriosität um Toleranz. Die Lufthansa mit einer Love Dancer Sonderlackierung und schwacher Performance beim Flugwasser. Der amerikanische Bierriese hat durch den Einsatz einer Transfrau zu Werbezwecken massiven Absatzeinbußen gebracht. BMW hatte ein Logo in Regenbogenfarben verwendet, aber eben nur hier und nicht im Mittleren Osten oder in der Türkei.
Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinneseinrichtungen haben, die sie im Wechselwirkung mit einstellenden und bedingten Barrieren ein gleichberechtigter Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 100 Behinderung. Ja, und das war nur mal 3 Tage, wenn er die Lohn tragen will. Ich habe 15 Jahre an der Kaiserlichen Limburg gearbeitet und dort gibt es ein ganz besonderes Orchesterprojekt. Im Orchester trotzdem spielen behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche zusammen. Für meine Cello-Schüler war es immer ein Highlight, damit zu spielen. Einer von ihnen ist immer noch heute dabei, wir werden gleich sehen und hören. Durch die Schülerinnen-Generationen ging immer der Spruch: machst du wieder mit, weil trotzdem? Diese Arbeit meiner Kollegin Andrea Heil ist so großartig, dass ich sie heute digital hierher mitgebracht habe. Zur Nachahmung dringend empfohlen. Halt deine Hand und ich bleib bei dir, wenn alles dich vergisst, ich bin da und will dich begleiten, wenn es keiner ist, ich bin da und will dich begleiten, wenn es keiner ist. Lass nach vorne sehen, du und und ich bleib bei dir,
Guten Abend, mein Name ist Wahidullah Obaidi. Ich komme aus Afghanistan, von Kunduz-Provinz. Es liegt im Norden. Ich bin Ende 2014 nach Deutschland gekommen. Ich war von 2004 bis Ende 2014 als Dolmetscher bei der Bundeswehr tätig und ich habe fast 10 Jahre lang Bundeswehr bei dem Einsatz in Afghanistan, in Kunduz und in Mazar-e-Sharif unterstützt. Da war eine Zeit gekommen, dass unser Leben war in Gefahr. Bis 2012, die Bundeswehr hatte damals nicht entschieden, was passiert mit der Ortkraft. Soll die Ortkraft dort bleiben? Lassen wir in Afghanistan oder nach Deutschland bringen? Damals andere Nationen hatten schon entschieden, die Ortkräfte, jede Nation bringt seine Ortkräfte in ihr Land. Aber Bundeswehr hat damals noch nicht entschieden. Es war am Glück, der Bundestag entschieden, bringen auch die Ortkräfte nach Deutschland. Das war eine große Hoffnung für uns. Bevor das, ich ganz ehrlich sagen, das war eine Zeit gekommen, das war 2012. Ich konnte nicht schlafen, was passiert mit uns. Unsere Lebensgefahr, aber Zukunft ist noch nicht klar. Wann diese Nachricht, wir haben das gehört, ich war sehr glücklich. In der Mitte 2014, ich wurde als Gefährdeter eingestuft und ich durfte mit meiner gesamten Familie nach Deutschland kommen und direkt in Gera. Seitdem lebe ich auch in Gera. Wir haben in Afghanistan viele von Sicherheit gesprochen. In jedem Gespräch Security, Sicherheit.
habe es nie verstanden, nie gespürt gehabt, was ist eine Sicherheit. Weil unsere Tage und Nacht alles mit der Attentat, ID, Selbstmord, Raketenanschlag von Chartere mit solchen gelaufen. Und ich bin mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Und mit meiner Frau, mit meinen Kindern, ich konnte so einkaufen gehen, ohne etwas Angst. Was ist eine Sicherheit? Hier habe ich das Gefühl, ich spüre, hier ist eine Sicherheit, wie man ganz lebt hier. Also ich bin wirklich sehr dankbar, auch ich bin sehr glücklich, mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Ich lebe hier in Sicherheit. Nochmal danke.
Meine Damen und Herren, ich darf uns kurz vorstellen, zu meiner anderen Seite finden Sie Jana Huster. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Sascha Neudorf. Wir arbeiten beide für dasselbe Unternehmen, das sich in der Stadt Gera mit dem Begriff der Arbeitsförderung auseinandersetzt. Und zu diesem Beitrag, Artikel 23, Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, möchten wir Sie heute ein wenig mitnehmen. Lassen Sie uns ein wenig das folgendermaßen aufbauen. Wir werden uns erstmal per Definition dem Thema nähern und über 3 unterschiedliche Themen werden wir der Arbeit ein Gesicht geben. Arbeit, philosophisch betrachtet, ist der Prozess des schöpferischen, bewussten Auseinandersetzens des Menschen. In der Betriebswirtschaftslehre gilt die Arbeit als plan- und zweckmäßige innerbetriebliche Tätigkeit von Arbeitspersonen. Ja, aber Arbeit physikalisch betrachtet ist die Energiemenge, die bei einem Vorgang umgesetzt wird. Sozialwissenschaftlich gesehen handelt es sich bei der Arbeit um eine zielbewusste, sozial durch Institutionen begründete menschliche Tätigkeit. Und Arbeit im Begriff der Volkswirtschaftslehre bedeutet einer der wichtigsten Produktionsfaktoren in der Volkswirtschaftslehre, Arbeit. Und nun folgen Sie uns historisch, Modern Working und folgen Sie uns in die Arbeitswelt. Darf ich beginnen? Jäger und Sammler. Lehnsarbeit. Fronarbeit. Arbeitsteilung. Handarbeit. Feldarbeit. Arbeiterklasse. Arbeiterbewegung. Arbeitslosenversicherung. Tag der Arbeit. Arbeitskampf. Fließbandarbeit. Arbeitsamt. Reichsarbeitsdienst. Arbeit macht frei. Arbeiter- und Bauernstaat. Arbeitsnorm. Arbeiterdenkmal. Arbeit macht das Leben süß. Arbeiterkampflied. Die Partei, die hat... Das sieht man heute nicht mehr. Arbeiterwohnviertel. Arbeiterschließfach. Arbeiterwohnunterkunft. Der AWU in der Gagarinstraße. Yes. Massenarbeitslosigkeit. Arbeitsmarkt. 1., 2. oder 3. Ja, und dem folgte dann meist die Langzeitarbeitslosigkeit. Da kommt man vielleicht raus mit dem Arbeitsfördergesetz. ABM. SAM. Arbeit statt Sozialhilfe. Arbeit. Arbeitsgelegenheit nach § 16 DSGB II. ÖGB. ÖGA. Zeitarbeit. Arbeitnehmerüberlassung. Moderne Sklaverei. Arbeitnehmerentsendungsgesetz. Kurzarbeit. Arbeitskräftepotenzial. Arbeitskräftefluktuation. Arbeitskräftemangel. Arbeitskräftegewinnung. Arbeitskräftebindung. Arbeitsmigration. Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz. Und dem folgt meist die Arbeitserlaubnis. Arbeitskreis. Wenn man nicht mehr weiter weiß, so gründet man einen Arbeitskreis. Arbeitszeit. Arbeitszeitmodell. Vertrauensarbeitszeit. Entschuldigung. Vertrauensarbeitszeit. Arbeitszeitgesetz. Arbeitszeiterfassungsgesetz. Lebensarbeitszeit. Die Rente ist sicher. Das lassen Sie jetzt kurz auf sich wirken. So. Work-Life-Balance. Gender. Teamarbeit. Teamarbeit. Teamarbeit, toll, ein anderer macht's. Arbeit 4.0. Digitaler Arbeitsplatz. Arbeitsklima. Ja, der Klimawandel. Arbeitsentgelt. Und dem meistens steht gegenüber die Erwerbsarbeit. Womöglich in Heimarbeit.
Hausarbeit, Zwangsarbeit, Sexarbeit, Kinderarbeit, Stillarbeit, Gartenarbeit, Arbeitstugend. Arbeitstier, Ja, sehr selten, aber mittlerweile fast ausgestorben. Ne? Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsvertrag, Arbeitseifer, Arbeitsmoral, Arbeitnehmerrechte, Arbeitsverweigerung, Arbeitnehmervertretung, Arbeitsrecht, Arbeitsgericht. Arbeitszeugnis. Was steht denn da drin? Ja, was steht wohl in so einem Arbeitszeugnis? Er war stets bemüht, die ihm übertragenen Aufgaben im Grundsatz zu bewältigen und zeigte dabei Verständnis für die Arbeit. Klassenarbeit, Seminarfacharbeit. Diplomarbeit, Du meinst Bachelorarbeit, oder? Doktorarbeit. Entschuldigung, Plagiatsarbeit. Der mit den gegelten Haaren war das. Ja. Drecksarbeit, Drecksarbeit. Meine Damen und Herren, Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsminister, Arbeitsethos. Arbeitsschutz, Wie Arbeitsschutz? Arbeitsschutz, da fällt mir nur dazu ein. Arbeitsunfallversicherungsgesetz. Meine Damen und Herren, solche Worte gibt es tatsächlich bloß in Deutschland. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AUB. AUB, also meine Damen und Herren, für die, die es nicht verstanden haben, eine AUB, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ist ein Krankenschein. Der gelbe Schein. Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsaufforderung. Ja, und für die, die jetzt so ein bisschen länger hier schon dabei sind, Arbeitskleidung. Stängelbert raus. Die Fresse Mann. Ja? Arbeitsschutzschuh. Er schützt doch gar nicht vor Arbeit. Von mir aus, dann heißt es halt Sicherheitsschuh. Also Arbeitsweg. Der Weg ist das Ziel. Und nun, wenn der Weg tatsächlich das Ziel ist, heißt es nun für uns beide Arbeitsende.
Verfassung des Freistaates Thüringen von 1990. Präambel. In dem Willen, Freiheit und Würde des Einzelnen zu achten, das Gemeinschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, Natur und Umwelt zu bewahren und zu schützen, der Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht zu werden, gibt sich das Volk des Freistaates Thüringen in freier Selbstbestimmung und auch in Verantwortung vor Gott diese Verfassung. Artikel 44. Der Freistaat Thüringen ist ein Land in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen verpflichteter Rechtsstaat. Artikel 22. Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der Umwelt zu fördern. 4. Abschnitt in der Verfassung des Freistaates Thüringen. Natur und Umwelt. 3 Artikel. Artikel 31. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage des Menschen ist die Aufgabe des Freistaates und seiner Bewohner. Der Naturhaushalt und seine Funktionstüchtigkeit sind zu schützen, die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie besonders wertvolle Landschaften und Flächen sind zu erhalten und unter Schutz zu stellen. Das Land und seine Gebietskörperschaften wirken darauf hin, dass von Menschen verursachte Umweltschäden im Rahmen des Möglichen beseitigt oder ausgeglichen werden. Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet. Und was passiert tatsächlich? Ihr Menschen verursacht gerade das größte globale Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Die Uhr des Todes tickt, erbarmungslos. Alle 20 Minuten stirbt eine Art aus. Lasst das wirken. Es stirbt nicht ein Tier, es stirbt eine Art komplett aus. Verschwunden. Für immer. Alle 20 Minuten. Das sind 3 Arten pro Stunde. 72 Arten pro Tag. Obwohl ihr Menschen ja auch von der Natur lebt. In Deutschland ist jede 3. Tier- oder Pflanzenart gefährdet. Besonders dramatisch ist die Situation bei den wirbellosen Tieren, zu denen wir Insekten gehören. Knapp 46% der Arten sind bedroht, extrem selten oder gar schon ausgestorben. Und ihr wisst das. Vom Kugelschreiber bis zur Lieferdrohne. Die Vielfalt durch euch Menschen technisch produzierten Gegenstände hat die Vielfalt der natürlichen Arten unserer Erde überschritten. Die sogenannte Technovielfalt nimmt immer weiter zu, während die biologische Vielfalt stetig abnimmt. Ändert das. Ändert euch. Der Transport belastet die Natur enorm. Kauft deshalb regional. Esst vielfältig. Es gibt 30.000 für den Menschen essbare Pflanzen. Aber ihr beschränkt euch regelmäßig auf 30 Arten. Fleischproduktion ist Flächenverbrauch. Denn 80% der Ernte wird Tierfutter. Deshalb esst weniger Fleisch. Und tut was für uns Wildbienen. Verzichtet auf Gifte im Garten und auf dem Balkon. Pflanzt heilige Pflanzen, die uns bestäubern. Ein kontinuierliches Blüten und damit Nahrungsangebot bieten. Wir haben nur den einen Planeten. Das wisst ihr. Haltet euch einfach an eure eigenen Regeln.